Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, willkommen zum Portaltage Orakel. Ich habe die Martin Zoller Karten mit am Start, die Intuitionskarten, und wir fragen mal, welches Thema ich für das Kollektiv, für die Portaltage im Juni abfragen darf. Es sind jetzt hier zwei rausgekommen. Ja, wir haben das Element Feuer und die Verantwortung. Das Element Feuer geht natürlich an alle, die in diesem Element geboren sind, an die Widderlöwen und Schützen. Und natürlich geht es mit dem Feuer auch sehr viel um Energie, die man für etwas aufwendet, die man in etwas reinsteckt. Und die Frage, für was brennt man, ne? Wo verbrennt man sich auch dran oder wo laugt man aus am Feuer? Und was braucht mehr Verantwortung für uns und wo muss ich noch was loslassen? Die Thematik hier ist jetzt schon sehr vielschichtig, denn im Prinzip ist es so, ne? Die arbeiten hier alle zusammen, jeder könnte runterfallen, ne? Sie müssen sich aufeinander verlassen und im Prinzip geht es auch darum zu sagen, ich kann hier da nicht mehr weitertragen, das ist mein Verantwortungsbereich, weil ich dann alle anderen mitgefährde, und das für sich einstehen, für sich selber zu brennen, ohne sich zu verbrennen, ein Feuer zu entfachen, bei dem man für sich selber einsteht und Verantwortung übernimmt, ist so das Thema. Mit dem Loslassen ist es halt hier so eine Sache, ne? Hier kann man vielleicht auch ein Stückchen Verantwortung abgeben, indem man irgendetwas loslässt. Zum Beispiel diesen Posten von denen hier unten, die hier sehr schwer tragen. Und es geht auch darum, dass alles, was kommt, irgendwann mal wieder geht. Und dass wir einfach versuchen, für uns selbst gut dazustehen, ne? Wir sind hier irgendwo ja auch als Einzelperson auf die Welt gekommen und es geht darum, für sich selber die Verantwortung zu übernehmen. Ich bin jetzt echt gespannt, was in Keltischen Kreuz kommt. Das ist schon wieder eine sehr tiefgreifende Energie. Mit sich selber gut auskommen, für sich gut sorgen, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung auch abgeben können. Ja, schon mal ein guter Ausgangspunkt. Wir haben die Sterne in der Mitte. Ein Erfolg, eine Bewegung, die uns eine gute Perspektive bringt, eine Nachricht, die gut ist. Kommunikation, die klärend wird, wo wir vielleicht vorher gedacht haben, die Nebel sind zu dicht, ich blicke nicht durch. Es ist alles noch so ein bisschen obskur, nicht richtig durchdringbar mit den Gedanken. Ja, es geht eigentlich um alles, ne? Es geht um unser Umfeld, um unser Zuhause, um unsere Familie, um die gute Grenze, auf der wir bauen, an dem Ort, der uns auch nach dem Außen abgrenzt, ne? Das gute Fundament ist einfach hier im Unterbewusstsein schon da. Es gibt auch Dinge, die haben sich hier so ein bisschen rein manifestiert. Hier geht es sehr viel um Erfahrung. Hier geht es um einen Konflikt, der vom Außen getriggert wird. Der hat was damit zu tun, wie gibst du dich, wie nimmt dich die Welt wahr, wie nimmst du die anderen wahr, wo muss etwas in die richtige
Perspektive kommen, damit wir hier unser neues Kapitel aufmachen können. Eine Erfahrung, die nutzbar ist. In diesem Buch ist hier der Schlüssel drin. Es geht um Sachen, die an die Oberfläche kommen, die sehr klärend sind, ne? Und zwar dann auch wieder hier in der Mitte für so eine Bewegung sorgen, wo wir tatsächlich, ich sag mal, auf unserer Lebensreise wieder so einen Haken hinmachen und sagen, okay, das habe ich jetzt durchschaut und kapiert. Und mit dieser Erfahrung kann ich mir hier mit dem Schlüssel ein bisschen Sicherheit auch rausholen. Konflikte mit dem Umfeld oder auch mit dem Außen sind hier zu sehen. Das heißt, vielleicht möchte man selber etwas ganz anderes als die Sachen, die von außen kommen oder die vom Umfeld gefordert werden. Der Platz, an dem man ist der richtig oder falsch? Ich habe hier sehr stabilisierende Energien, die kommen aus dem Umfeld. Ja? Es kann ja auch an all die gehen, wir haben ja das Thema Verantwortung und Loslassen und so, sich vielleicht im beruflichen Bereich zu viel Verantwortung tragen oder da sehr viel rein investieren von ihrer Lebenszeit und vielleicht auch sich sehr viel beschäftigen, arbeiten mit sich selbst und mit den Themen des Lebens. Ja, es ist fast so ein bisschen wie einem Lebensgeheimnis auf die Spur zu kommen, ein Gleichgewicht auch zu finden zwischen dem, was man arbeitet oder was man sich erarbeitet hat und dem, was die anderen wollen. Es sind vielleicht tatsächlich auch Verlustgedanken, wenn man irgendwo nachgibt, ne, dass man dann verliert. Man hat so gar keine Lust mehr auf Hindernisse. Man hat vielleicht auch dieses Gefühl, wenn ich irgendetwas loslasse oder wenn ich irgendetwas nicht mehr mache oder Verantwortung abgebe, dann ende ich wieder darin, dass ich mehr Hindernisse schaffe, anstatt einen klaren Weg. Aber das ist nur eine Befürchtung. Wir haben hier den klaren Weg in der Mitte liegen. Es kann ja auch so um so eigene Blockaden gehen, wo man sich selbst im Weg steht, wo man sich zu viel gefallen lässt, wo man eigentlich aus der Erfahrung schon weiß, wo die Sachen hinlaufen, aber man macht es trotzdem irgendwie. Ja, und das passt wunderbar, denn mit der Sense haben wir tatsächlich, dass wir etwas loslassen. Ich lege die Karte hier nochmal hin, weil sie sehr passend auch ist, ne? Das kann ein Schatten sein, das kann eine Reaktion sein, eine Alltagsreaktion, die man immer so macht. Etwas, was nicht gut tut. Auch ein Stückchen Verantwortung, die man loslassen darf. Die Karte hatten wir ja auch dabei. Und hier kann man sehen, dass der Weg so geklärt wird, dass man mehr Stabilität hat, selbst wenn man was loslässt. Also diese Befürchtung, man erschafft sich mehr Hindernisse, die sind hier nicht richtig. Außerdem kann das natürlich auch ein Hinweis sein auf das Loslassen selbst, ne? Welche Hindernisse haben wir an sich, damit irgendwo eine Grenze zu setzen, einen Schnitt zu machen. Hier möchte die Sonne scheinen, unten haben wir die Sonne, das Leben, den Schlüssel. Das Leben möchte von der guten Seite genossen werden, die Richtung ändern, wir dürfen gute Energie tanken, da kommen Wachstumsphasen und neue Türen, die sich öffnen. Die Sonne überstrahlt hier wieder mal das ganze Blatt, auch egal wie die Botschaften hier so sind. Es geht ja um eine Wende, die wir für uns einfahren sollen, die mit guter Lebensenergie zu tun hat und wo wir eben auch für uns das Fundament haben, für uns einzustehen und unsere Belange. Es kann hier sogar sein, dass man auch nur Verhaltensmuster loslässt oder so eine bestimmte Kontrolle, die man über alles haben will, mit der man eigentlich noch mehr Hindernisse schafft, ne?
So, als Kraft hier kommt hier der Pinguin mit. Der steht für Treue, Kollegialität, für so eine Art Handshake, ne? Und es geht auch um Wertschätzung für alle, die mit dir am gleichen Plan wirken. Denkt an diese Karte der Verantwortung. Wo war die jetzt gleich? Da arbeitet man zusammen, sodass alle sich sicher fühlen. Und durch das alle etwas machen, können sie die Hindernisse überwinden. Das passt echt wunderbar dazu. Das ist auch hier ein gewisses Pendant dabei, denn hier geht es im Prinzip auch darum, dass wir einzeln sind, dass wir immer mal wieder auch gehen lassen. Und hier haben wir halt als Pendant dazu, dass wir gemeinsam was bewerkstelligen können. Wobei es manchmal auch schon schwierig ist, ne, in einer Gruppe etwas zu bewerkstelligen. Es geht auch um den Umgang miteinander hier. Wie benimmt man sich gegenüber anderen? Der Pinguin bringt hier auch bei, dass man höflich reagieren kann, aber trotzdem Grenzen zeigt. Auch das ist wichtig. Und die ganze Sache auch aus dem übergeordneten Blickwinkel im Auge zu halten. Wie geht es einem selber damit, ne? Es geht ein bisschen auch leider schon wieder um das innere Kind, um das man sich hier viel mehr sorgen darf. Wo wir da schon wieder an dem Punkt sind, ne? Dein inneres Kind, das gehört nur dir, mein inneres Kind gehört nur mir. Da können wir nicht gemeinsam dran arbeiten, das können wir nur selbst. Und trotz allem können wir durch schwierige Zeiten kommen, wenn wir alle gemeinsam am selben Strang ziehen. So könnte das ausgedeutet werden. Jeder für sich, aber auch alle zusammen. Gucken wir noch ein bisschen tiefer. Das passt auch sehr gut. Der Ahornbaum, da geht es um das Weitergeben, um das Nehmen, um das Empfangen, um von sich selbst etwas zu geben, an das man keine Erwartungshaltungen hat, ne? Es geht aber auch darum, dass man dazu, bevor man etwas geben kann, auch etwas empfangen muss, ne? Wenn du immer nur gibst, bist du irgendwann leer, und dieses Gleichgewicht da zu finden, um das scheint es hier zu gehen. Es sind überall Pendants drin, ne? Alleine, zu zweit, geben und nehmen, zusammenhalten und Distanz aufnehmen. Ja, wie sieht es hier aus? Ja, hier kommt etwas auf uns zu, das unsere Neugierde erweckt. Eine günstige Gelegenheit, eine gute Erfahrung, die man machen kann. Neugierig auf das Neue zugehen, und eigentlich ist es ganz einfach, ne? Diese Karte liebe ich. Es geht darum, Fehler auszubügeln, oder was heißt Fehler, ne? Man macht eben auf seinem Weg bestimmte Dinge und man erkennt vielleicht später erst, inwieweit das einem entsprochen hat oder nicht. Aber es ist hier ganz einfach, ne? Es gibt hier gelbe Rosen und die möchte hier aber rote haben, und jetzt ist ihr das passiert, dass sie gelbe Rosen hat, und sie nimmt einfach einen Pinsel und malt die rot an. Also es geht darum, etwas auszubügeln in einer leichten Art, vielleicht auch mit bestimmter Neugier, die wir hier brauchen, etwas anderes mal auszuprobieren oder von einer anderen Seite zu sehen. Und das ist jetzt hier auch sehr passend unten, denn wir haben noch, dass wir unsere Zeit gut nutzen sollen.
mache jeden Moment zu einem Moment, der zählt. Steht hier noch drauf. Sehr spannend auch. Auch das gehört zu der Verantwortung, ne? Es gibt ja Leute, ich meine jetzt eine spezielle Freundin von mir, die verbringt sehr viel Zeit mit Warten auf das Nächste. Und das Leben geht vorbei, ne? Die Zeit läuft. Wir haben in der Zeit, in der wir warten, auch nichts, also wo wir aktiv warten, nichts erlebt. Und es gehört auch zur Verantwortung, mal sowas loszulassen, ne? Und dass man in einer Leichtigkeit das, was sich hier eingeschlichen hat, hier auch loslassen kann. Wir nehmen noch die Sanssouci Cards von der Nadine. Da kann ab und an mal auch etwas kommen, was jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm ist, aber genau darum liebe ich die auch, weil es ist nicht immer alles nur schön. Was haben wir hier gekriegt? Ja, es geht um die Schönheit und um die Vergänglichkeit von allem. Es geht darum, sich um sich zu kümmern, sich etwas zu gönnen. Man hat seine besten Jahre, die genutzt werden sollen. Und auch das gehört hier zu dem Kreis, wo man Verantwortung für sich selbst übernimmt, ne? Wunderbar, ihr Lieben. Wir lassen das so stehen. Das hier, was hier liegt, ist eigentlich eine kleine Anleitung für, wie nutze ich meine Zeit, was halte ich von mir, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit anderen um, wie verkrafte ich irgendetwas von außen, ne? Wo stehe ich mir selbst im Weg. Und ich bin sehr fasziniert, muss ich sagen. Ich drücke euch bis morgen.